Der Himmel der Maasai ist grau und voller Wolken, die eine harte Regenzeit ankündigen. Das hohe gelbe Gras zitterte unter jedem schweren Regentropfen. Inmitten der düsteren Szenerie lief ein alter Löwe mit müden Beinen schweigend umher. Es wurde vor Monaten von der Herde verlassen, weil es nicht mehr gesund genug zum Jagen war. Sein Fell war ausgefranst und nass und von der Zeit gezeichnet. Sein linkes Hinterbein war leicht schlaff, ein Zeichen einer alten Wunde, die noch nicht vollständig verheilt war. Seine Augen waren traurig, als er den Herden von Thomson-Gazellen folgte, die in der Ferne davonliefen. Es wusste, dass es seine flinke Beute nicht mehr einholen konnte. Stattdessen stapfte der alte Löwe über das offene Feld und hoffte, ein paar Essensreste zu finden. Er verbrachte viele Tage damit, nach Hyänen- oder Leopardenspuren zu suchen, um festzustellen, ob sie Fleisch oder Knochen hinterlassen hatten. Allerdings war die Menge an übrig gebliebenem Futter gering und der Löwe wurde zunehmend erschöpft. Dieses Jahr kam der Regen früher, wodurch der Boden schlammig und rutschig wurde. 5 Tage lang stapfte der alte Löwe mit knurrendem Magen durch den Regen. Er verlor viel Gewicht, seine Rippen waren durch seine dünne Haut zu sehen. Sein Körper zitterte vor Kälte und Hunger, aber es bewegte sich weiter. Jedes seiner leisen Brüllen ging fast im Geräusch des fallenden Regens unter. Manchmal blickte es zum dunstigen Himmel auf, als betete es um ein Wunder. An diesem Nachmittag, als sich die Sonne hinter dem Regen versteckte, entdeckte der alte Löwe plötzlich eine große Schlammpfütze mitten auf dem Feld. Es wollte hinüber, um einen Weg zu höher gelegenem Gelände zu finden. Doch jeder schwere Schritt ließ es schnell in den klebrigen Schlamm rutschen. Zuerst sank es nur bis zu den Knien ein, aber der anhaltende Regen machte den Schlamm klebrig. Der Löwe erschrak und wehrte sich, während er widerwillig versuchte, aus dem Sumpf zu entkommen. Je mehr es sich wehrte, desto tiefer sank sein riesiger Körper. Krallen kratzten im Schlamm, doch alle Bemühungen waren vergeblich. Eine halbe Stunde verging, der Löwe steckte fast bis zum Bauch darin, Panik machte sich breit. Es knurrte verzweifelt, aber ringsum war es von Regen und Schlamm erfüllt. Sein Herz raste, er war körperlich und geistig erschöpft. Mit der Zeit wurde es vom Schlamm mehr als zur Hälfte heruntergezogen. Der alte Löwe erkannte schmerzlich, dass sein Körper nicht mehr die Kraft hatte, weiter zu kämpfen. Nach 5 Tagen Fasten und 3 Stunden erfolgloser Versuche war es erschöpft. Seine Augen waren schwer und schlossen sich allmählich, als wolle er alles loslassen. Im letzten Moment vor dem Einschlafen konnte der Löwe noch den Regen auf seine Mähne prasseln hören. Dann fiel es in einen erschöpften Schlaf, obwohl sein Körper mit Schlamm bedeckt war. Auf der anderen Seite des Feldes fuhr Kamau, ein Naturschutzbeauftragter der Maasai, einen Streifenwagen. Kamau war ein etwa 35-jähriger Mann, robust und engagiert. Er kennt seit fast 10 Jahren jeden Winkel dieses Reservats. Auch bei Regen kontrolliert Kamau sorgfältig Gebiete, die anfällig für Erdrutsche oder Überschwemmungen sind. Plötzlich sah er einige 100 Meter entfernt einen Löwen regungslos liegen. Zuerst dachte Kamau, der Löwe sei an den schweren Regenfällen und am Hungertod gestorben. Er hielt das Auto an, zog seinen Regenmantel an und ging näher heran, um die Lage zu überprüfen. Der Anblick, der sich ihm bot, überraschte Kamau, der Löwe atmete noch. Das räudige Fell und der tiefe Schlamm ließen Kamau erkennen, dass dieser Löwe am Rande des Todes stand. Er kniete nieder und beobachtete seinen sehr schwachen Atem. Der Regen prasselte ununterbrochen auf Kamaus Rücken, aber die Nässe machte ihm nichts aus. Er war verwirrt und fragte sich, ob er seine Teamkollegen um Unterstützung bitten sollte. Sein Satellitentelefon funktioniert bei schlechtem Wetter nur sporadisch. Außerdem ist die Station meines Kollegen 4 Autostunden entfernt. Kamau war klar, dass der Löwe nicht lange durchhalten würde, wenn er auf seinen Kollegen wartete. Er holte tief Luft und traf eine mutige Entscheidung: rette den Löwen allein. Dies war das erste Mal, dass er einen alten Löwen in einer so schlimmen Situation retten musste.
Kamau eilte zum Auto zurück und durchsuchte den Erste-Hilfe-Kasten nach einem stabilen Seil. Er kehrte zur Schlammpfütze zurück und näherte sich dem Löwen vorsichtig. Der Löwe schien die Wärme des Menschen zu spüren, seine Augenlider zuckten leicht. Es öffnete langsam die Augen, verwirrt, aber nicht mehr stark genug, um Widerstand zu leisten. Kamau versuchte, das Seil um den Bauch des Löwen zu binden und vermied es dabei, den gefährlichen Bereich der Klauen zu berühren. Dies war keine leichte Aufgabe, da ständig flüssiger Schlamm in seine Stiefel sickerte. Er brauchte mehrere Minuten, um das Seil um das Tier zu befestigen. Kamau wich daraufhin zurück und hielt sich dabei fest am relativ harten Boden des Ufers. Er begann zu ziehen und legte dabei seine ganze Kraft in die Arme. Der Löwe brüllte leise, aber vielleicht verstand er auch, dass er ihn retten wollte. Bei starkem Regen dauerte der Kampf zwischen Mensch und Schlamm lange und angespannt. Minuten vergingen, der Körper des Löwen bewegte sich langsam vorwärts und hinterließ eine Schlammspur. Kamau war müde, hielt aber durch und zog und ermutigte das Tier. Er flüsterte: „Komm schon, du wirst überleben." Die Zeit schien sich endlos hinzuziehen, seine Arme waren schlaff. Nach etwa 30 angespannten Minuten entkam der alte Löwe schließlich dem tödlichen Schlamm. Kamau schnappte nach Luft und kniete sich auf den Boden, um seine Atmung zu beruhigen. Der Löwe lag flach am Ufer, sein Körper war mit Schlamm bedeckt, seine Augen waren halb geöffnet und halb geschlossen. Mit der ihm noch verbliebenen Kraft versuchte es, den Kopf zu heben und sah Kamau aufmerksam an. 4 Augen trafen sich, der Blick des Löwen blitzte vor Dankbarkeit und Müdigkeit. Kamau trat zurück, löste das Seil und räumte es schnell weg, um die Sicherheit zu gewährleisten. Er verstand, dass der Löwe trotz seiner Erschöpfung immer noch ein gefährliches Tier war. Doch in seinem Herzen erwachte ein Gefühl des Mitleids angesichts des harten Schicksals des alten Löwen. Er zog sich vorsichtig zum Auto zurück, setzte sich auf den Fahrersitz und beobachtete vorübergehend dessen Reaktion. Der Löwe zitterte, versuchte aufzustehen, fiel aber wieder hin. Kamau fiel plötzlich ein, dass er noch etwas Fleisch im Auto hatte. Er nahm ein Stück Fleisch, ging langsam hinaus und warf es dem Löwen zu. Der fischige Geruch des Fleisches ließ die Augen des Löwen sofort aufleuchten. Es kroch langsam herbei, schnappte sich das Stück Fleisch mit dem Maul und verschlang es gierig. Der Schlamm auf seiner Mähne zitterte bei jeder Kaubewegung. Nach dem Fressen hob der Löwe seinen Kopf und sah Kamau noch einmal an, als wollte er Danke sagen. Es regnete immer noch, aber es schien nicht mehr so kalt wie zuvor. Kamau nickte leicht, zog sich in Sicherheit zurück und beobachtete die Situation weiterhin aus der Ferne. Der Löwe stand vorsichtig auf, zitterte, war aber nach dem Fressen etwas energischer. Es drehte den Kopf zurück, sah Kamau lange an und ging dann langsam auf das Feld zu. Die Regentropfen, die auf seinen dünnen Rücken fielen, machten seine Schritte schwerer. Doch in den Augen des alten Löwen gab es noch einen Hoffnungsschimmer auf Überleben. Kamau kehrte leise zu seinem Auto zurück, startete den Motor und setzte seine Patrouillenroute fort. Er warf einen letzten Blick auf den Löwen im Rückspiegel und fühlte sich warm und erleichtert. Hinter dem Regen verschwand die Gestalt des alten Löwen allmählich und trug eine Geschichte der Güte inmitten der rauen Natur mit sich. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.